Hallo, jemand hatte die Frage, was der Unterschied zwischen anders und anderes ist. Ich habe es hier auf meiner Tafel nochmal aufgeschrieben. Anders, anderes. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Wörtern? So, anders, also beides können Adjektive sein. Anders ist nicht dekliniert. Keine Deklination. Hier. Noch einmal. Keine Deklination. Und hier Deklination. Ein paar Beispiele. Ich sage hier Nummer 1. Nummer 2. Okay. 1, 2. Anders. Zum Beispiel. Das Klima ist in Taiwan anders als in Österreich. Anders als in Österreich. Hier hast du keine Deklination. Ja? Oder es ist hinter dem Nomen, er ist sehr anders. Er ist sehr anders. Also er ist nicht so wie die anderen Leute. Anders. Das Essen in Österreich ist ganz anders. Du kannst immer dann auch mit Vergleich. Ist ganz anders als in Taiwan. Gut. Das hier anderes, Nummer 2. Wie können wir das benutzen? Ich gebe dir ein ganz, ganz konkretes Beispiel. Etwas anderes. Ich schreibe das in blau. Etwas anderes könnte man auf Englisch sagen, noch einmal hier, so, something different, etwas anderes. Auf Chinesisch könnte man sagen, 不一样的东西. Und auf Spanisch könnte man sagen, algo diferente, okay? Zum Beispiel, ich möchte heute keine Pizza essen, ich möchte etwas anderes. Ich möchte etwas anderes essen, etwas anderes. Hier hast du dieses anderes. Warum? Das ist hier wie das Ding, das Ding, das Ding. Also hier etwas anderes, das Ding. Ein anderes Ding, etwas anderes. Was kann man noch ein Beispiel nehmen? Etwas anderes essen, etwas anderes machen. Ich möchte heute etwas anderes machen. Ich möchte nicht immer nur zu Hause bleiben. Oder ich möchte nicht immer nur im Internet surfen. Ich möchte einmal etwas anderes machen und in den Park gehen oder mit Freunden ins Kino gehen. Ja? So, dieses anderes können wir noch benutzen und zwar noch anders benutzen. Und zwar, wie können wir das noch benutzen? Mit einer Adjektivdeklination und zwar, wenn ich hinten ein Nomen habe. If I have a noun behind this adjective, we have to declinate it. Okay? So, otra vez en español, si tengo un sustantivo, aquí y delante tenemos el adjetivo, tenemos que declinar el adjetivo, tenemos que regir el adjetivo según el sustantivo. Y si el sustantivo es un das, tenemos que decir es. 好，再一次用中文。我们这边如果后面有一个名词的话，然后现在呢，你有一个形容词在前面，你必须要改变这个形容词，对不对？所以如果是一个中性的有 das 的这个名词，你就必须要用 anderes。例如说 zum Beispiel, por ejemplo, for example. Ich muss kurz löschen und dann zeige ich dir ein Beispiel. Okay? So. Das ist ein anderes Auto. Zum Beispiel 2 Leute
Zwei Leute sprechen miteinander. Hier A und B, okay? Person A und Person B. Person A sagt, hey, ist das ein Ferrari? Ist das ein Ferrari hier auf der Straße? Person B sagt, nein, das ist kein Ferrari. Das ist kein Ferrari, das ist ein anderes Auto. Das ist ein anderes Auto, okay? Das heißt also, hier haben wir die Adjektivdeklination. Weiter geht's, noch ein Beispiel. Anders, anderes, es gibt noch andere Deklinationen. Ich kann auch sagen andere oder anderen und so weiter. Aber wann benutzen wir das? Entschuldigung, mein Mikrofon ist hier ein bisschen hinuntergeflogen, ich muss aufpassen. Nächstes Mal gebe ich das Mikrofon woanders hin. Mal schauen. So, und zwar ein Beispiel. Ich möchte einen anderen Film sehen. Verstehst du, was ich sage? Ich möchte einen anderen Film sehen. Hier. Ich möchte einen anderen Film sehen. Kannst du das lesen? Ich möchte einen, das ist ein N, okay? Einen anderen Film sehen. Hier hast du die Adjektivdeklination. Also es gibt doch anderen oder auch zum Beispiel andere. Noch ein Beispiel mit andere, okay? Ich nehme hier blau. Das ist, jetzt hat blau keine Farbe mehr. Zurück zu schwarz. Das ist eine andere Person. So, auch hier eine andere Person. Ich kann sagen, ist das, ich weiß nicht, ein Superstar, Superstar XY. Ist das dieser Superstar? Und dann sagt die andere Person, nein. Das ist nicht dieser Superstar, das ist eine andere Person. Eine andere Person. Du kannst auch sagen, wir hatten gerade etwas anderes, du kannst hier auch sagen, das ist jemand anderes. Das ist jemand, ich schreibe das noch einmal, das ist jemand anderes. Also jetzt hast du einmal etwas anderes und jemand anderes gelernt. Sehr, sehr wichtig und sehr, sehr nützlich, wenn du ein bisschen besser auf Deutsch sprechen möchtest. Das ist jemand anderes. Something different. Something different. 这是别人, jemand anderes. Oder auf Spanisch wäre das dann Esto es alguien diferente. No es esta persona. Das ist jemand anderes. Okay? Ich hoffe, es war ein interessantes Video. Ich hoffe, ihr konntet etwas lernen. I hope you could learn something. It was interesting for you. Espero que este video haya sido interesante para vosotros y que vosotros tengáis aprender algo nuevo. 希望你们学到一些新的东西，就差不多排到这个重点了。Wir sehen uns im nächsten Video. Alles Gute. Ich hoffe, euch geht es gut. Viel Spaß und schönen Tag noch.